Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Willi ist wieder da. Ich habe mich etwas erfangen von meinem Magen-Darm-Virus, den ich da gehabt habe anscheinend. Und ich habe mit Mittwoch einen neuen Job. Deswegen gibt es jetzt heute schon ein Video. Ich habe es auch in den Kommentaren angekündigt. In den Kommentaren sage ich, in den Beiträgen. Ähm, Dass es ein fremdsprachiges Lied sein wird, das nicht Englisch ist. Und zwar handelt es sich um ein polnisches Lied. Ähm, Viele von euch, die mich noch vom Streamen her kennen, wissen, dass ich Polnisch lerne. Warum, möchte ich jetzt gar nicht erklären. Möchte ich eben, ist nicht die einfachste Sprache, aber ich lerne auch mit Musik. Oder ich versuche es mit Musik zu lernen, vor allem die Aussprache. Könnte ich natürlich auch mit Metal machen, dass es sehr viele polnische Metal-Bands gibt, aber ich glaube, da würde ich nicht viel mitkriegen von der Aussprache und die ist im Polnischen verdammt wichtig. Ähm, und eine Band, die mir da sehr hilft und auch ein wunderbares Lied hat, ein motivierendes Lied äh, und auch gut klingt, meiner Meinung nach natürlich, ist die Band Jam mit dem Lied Do Koiski, was so viel übersetzt heißt wie zur Wiege. Ich habe Untertitel eingeblendet, damit ihr mitlesen könnt. Ist zwar auch natürlich polnisch, ähm, aber ich werde zwischendurch auch meinen Senf dazugeben. Und ich hoffe, euch gefällt das Lied genauso wie mir. Bei dem Lied kann es halt sein, dass ich natürlich auch die eine oder andere Träne vergieße, weil es mich wirklich berührt. Gut, ja, ich würde sagen, wir starten rein. Nur kurzer Blick noch, weil OBS ein Update hatte und ich noch kontrollieren will, ob da auch alles passt. Aber ich habe eigentlich im Vorfeld schon alles kontrolliert. Ja, was ich noch sagen wollte, herzlichen Dank an Charlie Elch für 20 € Super Thanks aufs letzte Video. Und auch an Future Vibes 96 für 7,50 € Super Thanks. Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass ich gleich bei meinem ersten Video, ähm, wo es möglich ist, Spenden erhalte in Form von Super Thanks oder dass ich generell Geld einmal verdiene, unter Anführungszeichen, mit YouTube. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Ich werde noch schauen, dass ich da irgendwie eine Möglichkeit finde, so wie beim Streamen, das einzublenden, um mich da auch nochmal bei allen zu bedanken. Und auch herzlichen Dank für die ganzen lieben Kommentare auf die Beiträge und auch aufs letzte Video. Gut, ich würde sagen, wir starten rein. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Ähm,
Ja, damit ihr auch versteht, um was es in dem Lied geht. Ähm, die erste Zeile, die er gesungen hat, ihr seht, es ist ein langsames Lied. Ungewöhnlich für mich, ich weiß. Aber wie gesagt, ich will ja Polnisch lernen. Und da habe ich nicht viel davon, wenn da reingegrölt wird und ich nichts von der Aussprache mitkriege. Ähm, die erste Zeile, die er singt, ist in etwa zu übersetzen, ja, leb mit voller Kraft und lächle die Leute oder begegne den Leuten mit einem Lächeln, ähm, weil du nicht allein bist. Ähm, Schlaf und träume und hoffentlich wecken dich die bösen Träume nicht mehr auf. Ähm, ja, verbunden mit dem Grund, warum ich Polnisch lerne, macht es mich wahrscheinlich deswegen auch ein bisschen trauriger. Ähm, es kommt halt noch dazu, dass ich Polnisch finde, dass das eine sehr schöne Sprache ist. Ähm, bei den Urlauben unter Anführungszeichen, die ich gemacht habe, muss ich sagen, waren auch alle Polen, denen ich begegnet bin, sehr freundlich, ähm, zuvorkommend und meiner Meinung nach, also für mich ist es auch mitunter ein Grund, warum ich Polnisch lernen will, dass ich mich dann mit den Leuten dort unterhalten kann. Und ich werde sicher noch sehr oft nach Polen fahren, weil das Land auch extrem viel Geschichte hat und sehr viel zu sehen hat oder zu sehen bietet. Und da möchte ich mich natürlich auch mit den Leuten vor Ort unterhalten können. Mein Problem ist eben nur, dass ich hier in Wien bei mir niemanden wirklich habe, um Polnisch zu reden. Aber ja, das werde ich auch irgendwie schaffen. Ich mache es jetzt eben so mit Bubble und Rosetta Stone und eben mit der Musik. Wobei Jam eine der wenigen Rockbands unter Anführungszeichen ist. Das ist wirklich ein sehr langsames Lied. Ähm, ich verwende auch sehr viel polnischen Rap, Hip-Hop, was normalerweise absolut nicht mein Genre ist an Musik, aber für die Aussprache ähm, funktioniert das sehr gut und man lernt gerade in dem Hip-Hop, Rap-Genre sehr viele Wörter, die man vielleicht bei anderen Sachen nicht so lernt. Aber gut, machen wir weiter. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Ähm,
Auch wieder jetzt kurzes Päuschen fürs Verständnis. Da merkt man halt auch, dass es ein polnischer Song ist, weil die nächste Zeile so in etwa übersetzt heißt: möge Gott über dich wachen und dir stets die Hand halten, wenn der dunkle Sturm dich stört und Trauer und Zweifel sät. Und dann eben der Refrain: wie eine Träne im Wind. Die Welt bedeutet nichts, wenn der Augenblick andauert. Es kann der beste aller deiner Augenblicke sein. Ja, ich hoffe, es schaut niemand zu, der Polnisch als Muttersprache spricht. Weil ich weiß nicht, ob ich das jetzt so wirklich wortwörtlich übersetze. Aber ja, wie gesagt, das mit dem Herrgott oder Gott ist halt so typisch polnisch, sind sehr gläubige Menschen. Was ja nicht schlecht ist, wenn jemand glaubt. Ich persönlich distanziere mich von jeglicher Religion, weil ich finde, Religionen haben schon genug Schaden angerichtet, aber trotzdem sehr schön verarbeitet. Das Video selbst sehe ich eigentlich auch zum ersten Mal. Bis jetzt habe ich es eigentlich immer nur unterwegs gehört und ab und zu eben auf YouTube Music nebenbei den Text gelesen. Ja, schaut sehr schön aus. Idyllisch. Und ja. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia. Żeby umieć żyć bez nieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych, jak na deszczu łza. Cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Ja, die zweite Strophe, den Refrain brauche ich ja jetzt nicht übersetzen, der wiederholt sich so in etwa. Die zweite Strophe kann man übersetzen mit: ja, geh deinen eigenen Weg. Genau darin besteht so quasi der Sinn des Seins, dass man eben weiß, wie man lebt und man soll halt schauen, dass man auf Betäubungen verzichtet und auch unbrauchbare bzw. schlechte Gedanken vermeidet und denen nicht nachgibt. So in etwa. Sollte jemand dabei sein, der
Polnisch spricht, polnischer Muttersprachler ist oder wirklich gut Polnisch kann, kann er mir es gern in den Kommentaren auch sagen, ob ich das richtig verstehe. Wie gesagt, ich bin da so im A1, A2-Level, kann man sagen, mit meinen Polnischkenntnissen. Was eben auch daran liegt, dass ich eben niemanden zum Sprechen habe und nur mit Bubble oder Rosetta Stone schafft man nicht wirklich viel. Vor allem gerade so was Aussprache betrifft, bin ich da sehr skeptisch, ob das wirklich so stimmt, was ich dann rein brabbel bei Bubble. Oder eben bei Rosetta Stone, wobei Rosetta Stone da wirklich ab und zu sehr empfindlich ist. Aber gut, es gibt auch sehr viele Zischlaute im Polnischen. Trotzdem finde ich es sehr schön, die Sprache. Gehe jetzt nur ein Stück zurück wegen einem Gitarrensolo. Ja, das ist eins der wenigen Gitarrensolos, die mir wirklich sehr gut gefallen haben. Najlepszą z twoich chwil. Jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic, a nic, nie, nie. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą z twoich chwil. Ja, das war Tucholsky von Jam. Wem polnische Musik gefällt, dem kann ich Jam, also polnische Rockmusik gefällt, den kann ich Jam nur empfehlen. Oder eine andere Band wäre noch Lady Punk, also wie Lady im Englischen und Punk, aber nicht mit U, sondern mit A. Die höre ich auch öfters, um Polnisch zu lernen. Wie gesagt, ist ein Lied, das mir jetzt nicht nur beim Polnisch lernen hilft, sondern mich auch wirklich berührt. Wie steht ihr zu fremdsprachiger Musik als Ganzes? Also taugt euch sowas oder bleibt ihr eher so im deutschsprachigen oder englischsprachigen Bereich? Würdet gern mehr davon hören, von polnischen Sachen oder anderen Fremdsprachen natürlich auch.
Für mich ist halt persönlich wichtig immer, dass ich ein Lied auch verstehe, den Text zumindest verstehe. Teilweise, ich muss nicht natürlich jetzt alles verstehen. Ja, aber das war es eigentlich auch schon. Und würde mich freuen, wenn ich von euch höre über die Kommentare wieder. Und wie gesagt, wenn das jemand sieht, der Polnisch als Muttersprache hat oder gut Polnisch kann er mir gerne erzählen, ob ich das jetzt richtig interpretiert habe, den Song, oder ob ich komplett falsch gelegen bin. Wobei komplett falsch glaube ich nicht, dass ich gelegen bin. So schlecht ist mein Polnisch jetzt glaube ich auch nicht. Ja, und es kann jetzt sein, dass ich jetzt eine Woche dann kein Video veröffentliche, weil ich mich jetzt dann einmal einarbeiten muss. Aber je nachdem, wie es läuft, werdet ihr es dann über die Beiträge erfahren oder ihr seht ein neues Video. Hat mich auf alle Fälle gefreut und wir sehen uns. Ciao, meine Lieben.